Jetzt gibt es etwas zu gewinnen und die Chancen stehen extrem gut. Wow, ich bin ein wenig stolz. Die 3. Auflage des YouTube-Buches ist raus und ihr könnt es gewinnen und in diesem Video die Erfolgsfaktoren für YouTube erfahren. Es ist nämlich ganz leicht eigentlich und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr diese Regeln beachtet, ist der Erfolg nahezu unausweichlich. Also los geht es mit den Top 10 Erfolgsfaktoren für den YouTube-Erfolg bei Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, immer wenn ich einen Vortrag über den Erfolg auf YouTube halte, dann sind es 10 Erfolgsfaktoren, die wirklich auf YouTube zählen. Und ich selbst setze sie bei den United Creators um, wo ich einige Kanäle für Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF betreue. Zum Beispiel Lidi Roh. Fast ein Jahr lang haben wir zusammengearbeitet und dann erst ging der Kanal durch die Decke. Noch im Januar 2017 waren es 30.000 Videoabrufe pro Monat. Doch dann schnellten die Zahlen von 60.000 im April auf bis zu 8 Millionen hoch. Und jetzt liegt Lidi Roh bei rund 3 Millionen Views, Tendenz steigend. Hier also jetzt die Top 10 Erfolgsfaktoren für YouTube. Ja, die erste Lektion oder wie hier bei einem Top 10 Video ist auf der 10 das Durchhaltevermögen. Ja, worum geht's da? Viele Menschen glauben, die auf YouTube anfangen, mit dem ersten Video kommt direkt der riesige Erfolg. Das gibt's in ganz großen Ausnahmefällen, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Man muss einfach durchhalten. Das kann Wochen, Monate, Jahre dauern. Es gibt 2 Indizien, die dafür sprechen, dass man Erfolg haben wird. Und das ist zum einen die Watchtime, also die Zeit, die ein Video geguckt wird. Und das ist die Zahl der Views. Wenn beides steigt, also wenn die Watchtime gut ist, so ich sag mal mindestens 60%, besser 70, 80% und die Views langsam nach oben gehen, dann wird irgendwann der Erfolg kommen und da gibt es den berühmten umgedrehten Hockeystick, der geht nämlich so und dann irgendwann kommt der Erfolg. Aber man sieht, am Anfang ist das total langsam. Es muss nur nach oben gehen, die Zahl der Views. Dann wird der Erfolg kommen. Und die nächste Lektion ist die Reichweite. Da geht es darum zu gucken, wie komme ich an mehr Views, an mehr Abonnenten. Das heißt, wie kann ich meine Reichweite steigern? Das geht natürlich selbst, dadurch, dass man viel twittert, viel Kommentare beantwortet, mit anderen YouTubern kommuniziert, unter Videos kommentiert und so weiter und so fort und eben auch Kollabos macht. Das heißt, immer gucken, wer ist ungefähr gleich groß oder ein bisschen größer, wer hat Lust, mit mir Kollabos zu machen. Und übrigens ein ganz wichtiges Kriterium, umso besser die eigenen Videos sind, umso eher haben Leute Lust, mit einem Kollabos zu machen, die viel mehr Abonnenten und Views haben. Also Qualität ist ein entscheidendes Kriterium, aber das kommt noch viel später hier in unserer Liste. Und auf der 8 die Personality, Persönlichkeit auf Deutsch, aber wir sprechen ein wenig Denglisch. Seid eine Person, eine Persönlichkeit, ein Charakter, zeigt, wer ihr seid. Ich bin davon überzeugt, dass der YouTube-Algorithmus sehr genau darauf guckt, ob man wirklich Leute binden kann. Denn nur wenn man Leute binden kann, bleiben sie auch dabei. Und Abonnenten und Fans und eine Community, die gewinnt man durch eine Personality, eine Persönlichkeit, in der man da ist. Die darf nicht im Vordergrund stehen, aber sie ist entscheidend und wichtig. Und ich kann nur dazu auffordern, nicht irgendwer zu sein, sondern mal selbst und seinen eigenen Charakter dazu zu nutzen, um eben eine Persönlichkeit auf dem Kanal zu sein. Auf der 7 die Community. Ja, das machen vor allen Dingen professionelle Produzenten gerne falsch. Die denken, hey, ich mache ein gigantisch tolles Video, dann lade ich das auf YouTube hoch und dann wird es ein Erfolg. Ja, Pustekuchen. Das wissen alle, die ein bisschen Erfahrung mit YouTube haben, das reicht einfach nicht. Und ein entscheidender Punkt ist, YouTube ist mit Facebook eine der größten Social-Media-Webseiten. Denn YouTube ist nicht nur Video, sondern YouTube ist eben auch eine Social-Media-Community und die kann man nutzen, um seine eigene Community aufzubauen. Likes, Dislikes, Kommentare, Abonnements, das alles sind ganz wichtige Punkte, die man ja nicht außer Acht lassen darf. Man muss gucken, dass man Abonnenten gewinnt, auch wenn sie nachher für den Algorithmus nicht so wichtig sind, aber die bauen die Community auf. Dann auf Kommentare reagieren, zu gucken, wer setzt Dislikes, wer setzt Likes, wann passiert was, mit welchem Video erreiche ich wen und so weiter und so fort. Also ganz wichtig, kümmert euch um eure Community, auch auf Twitter, auch auf Facebook, guckt, was am besten funktioniert.
Ganz wichtig, Reichweiten kann man nicht viel schieben, aber man kann die Leute ja zu richtigen Fans machen und zu einer Community. Auf der 6 die Leidenschaft. Ja, das hat nicht nur was mit einer Liebesbeziehung zu tun, sondern auch mit dem, was man tut. Leidenschaft ist wahnsinnig wichtig, das, was man macht. Deswegen mache ich Wissenschaftsvideos, weil das ist meine Leidenschaft. Das ist etwas, wo ich quasi mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Das interessiert mich wirklich. Ich lese täglich, ich weiß nicht, Dutzende Artikel über irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse und darüber dann Beiträge zu machen und auch mal vielleicht das eine oder andere zu entdecken, Informationen zu verbinden, was andere vielleicht nicht so machen und das täglich, das ist meine Leidenschaft. Und ich kann jedem nur raten, macht nichts, wofür ihr keine Leidenschaft habt. Nichts, was euch eigentlich nicht interessiert oder ja, wo ihr einfach, was euch kalt lässt. Macht etwas, was euch ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes heiß macht, wo ihr heiß drauf seid und eben wo ihr Leidenschaft empfindet. Nur dann könnt ihr auch den Zuschauer, die Zuschauerin auf der anderen Seite erreichen, wenn ihr für das, was ihr da vor der Kamera macht, brennt. Das ist extrem wichtig, also Leidenschaft, seid leidenschaftlich. Auf der 5, auch extrem wichtig, jetzt wird es immer wichtiger und entscheidender und auf der 5 ist Programm. Lasst eure Zuschauer und Zuschauerinnen spüren, dass ihr ein Programm habt, dass ihr regelmäßig Videos macht, dass sie erwarten können, dass wenn sie euch treu bleiben, dass ihr sie auch regelmäßig mit Videos versorgt. Denn wenn sie das merken, dann kommen sie immer wieder. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Beim Fernsehen haben wir ja das, dass bestimmte Sendungen immer zu einer bestimmten Zeit kommen. Und genauso funktioniert es auch auf YouTube. Wenn ihr an einem ganz bestimmten Tag zu einer ganz bestimmten Uhrzeit euer Video online stellt, das merkt die Community, das merken eure Fans, eure Zuschauer, eure Abonnenten und die kommen auch von sich aus dann wieder und gucken selbst, hey, kommt da das neue aktuelle Video. Das ist ganz entscheidend für den Algorithmus, denn dann sagt er ihm, hey, ich habe eine Community, die sich wirklich für das interessiert, was ich mache und mit Programm, mit etwas, was ja regelmäßig kommt, da helft ihr ganz deutlich euren Zuschauerinnen und Zuschauern zu merken, hey, hier komme ich immer wieder hin um die und die Zeit, an dem und dem Tag oder vielleicht auch täglich. Wenn er das schafft, ist es noch besser für den Algorithmus. Und ich möchte unbedingt die Videos sehen, die dann um diese Zeit kommen. Also Programm, ganz entscheidend. Und was viele vergessen, auf der 4 die OV Online-Video Optimierung. Weil Online-Video ist anders als Fernsehen. Das vergessen viele. Ich muss ein Video anders strukturieren. Das fängt ja schon damit an, dass ich am Ende am besten eine Endcard habe, wo ich zum Abonnieren auffordere und zum Gucken weiterer Videos. Dass das Video am Anfang ganz bestimmt strukturiert ist. Das heißt, in den ersten 15 Sekunden erzähle ich, warum das geilste Video ist, was es überhaupt auf YouTube gibt. Danach kommt ein grafisches Intro und dann geht es langsam los und am besten mit einer ganz tollen Dramaturgie, wo man etwas ankündigt, am besten auch schon im Intro, was dann erst am Ende aufgelöst wird, wie bei einem tollen Krimi, bei einfach einem tollen Buch oder einem tollen Spielfilm. Die Auflösung kommt erst am Schluss. Das ist ganz wichtig. Dann natürlich Titel, Thumbnail, Videobeschreibung, all diese Dinge, dass man sich wirklich auf Online-Video konzentriert und sich darauf konzentriert, was dort anders ist. Wenn man da nur Business as usual macht, also Geschäft wie üblich, wie Fernsehproduktionen das oft machen, dann wird man einfach überhaupt keinen Erfolg haben. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ganz wichtig und das wird manchmal vergessen, Professionalität. Und dazu gehört, was wir gerade hatten, die Online-Video-Optimierung. Es gibt eben professionelle Videoproduktionen zum Beispiel, die das vergessen und das ist unprofessionell. Aber jedem anderen muss ich auch sagen, guter Ton, gutes Licht, gutes Bild, scharf, deutlich und so weiter und so fort. Das ist professionell, vergesst es nie. Manchmal sehe ich dann eben Intros am Anfang von Online-Videos und das in einer ganzen Reihe oder immer ähnliches Thumbnails oder. Das ist unprofessionell. Seid nicht so, seid professionell. Vergesst nicht im ganzen Trott, was alles wichtig ist. Das kann man und das ist auch leicht, aber tut es nicht. Dann werdet ihr viel schneller zum Erfolg kommen. Und jetzt ein ganz wichtiger Fachbegriff auf der 2. Er heißt krass. Seid krass. Macht etwas, was niemand erwartet. Das kann ein ganz fantastisches Thema sein. Das kann ein tolles Skript sein. Das kann ein aufwendiger Dreh sein. Das kann
irgendetwas sein, was niemand erwartet, verblüfft die Zuschauerinnen und Zuschauer und macht Dinge, die dann auch weiter geteilt werden, weil das ist das Entscheidende bei krass. Im Fernsehen ist es genau das Gleiche. Die größten Erfolge hatten krasse Formate. Ich sage nur Stefan Raab mit der Vogue WM und der Stock Car Crash Challenge und Schlag den Raab und so weiter und so fort. Das war alles krass. Die Leute haben darüber geredet am nächsten Tag. Und wenn ihr krass seid und ich sag mal zumindest einmal im Monat ein Leuchtturmvideo, also ein herausragendes Video macht, dann wird über euch geredet, dann werdet ihr verbreitet und auch so werdet ihr schneller zum Erfolg kommen. Das heißt, krasse Videos, absolut wichtig. Ja, und auf der 1 total abgedroschen. Manche werden sich jetzt die Ohren zuhalten. Ich sag's trotzdem, Content is King. Und das ist wirklich entscheidend und nicht irgendwelcher Content, weil viele labern das so hin und denken, ja, irgendwas ist ja klar, Content. Eben nicht irgendwas. Viele Brand-Channels, also Werbekanäle für Unternehmen machen das zum Beispiel falsch. Die machen ständig Werbung. Werbung ist kein Content. Trailer. Für Filme und Games ja, aber für alles andere, was werblich ist, das will kein Mensch gucken. Es muss Content sein. Immer mehr Werbetreibende begreifen das auch, aber viele Macher haben es noch nicht begriffen. Die machen irgendetwas und wichtig ist, dass es wirklicher Content ist. Also etwas, was den Zuschauer weiterbringt, besonders gut unterhält, besonders gut informiert, verblüffend toll umgesetzt ist, aufschlussreich ist und so weiter und so fort. Also macht wirklichen Content. Irgendwas zu machen reicht einfach nicht. Es muss besonders gut sein, besonders herausragend. Darauf solltet ihr euch konzentrieren. Das kann natürlich nicht immer der Fall sein. Ich mache täglich Videos und ich kann sagen, nicht jedes Video ist herausragend, ganz klar. Aber ich bemühe mich mit Leidenschaft, mit Professionalität und jetzt kommen nochmal alle Top 10s. Nein, ich lasse es. Aber das ist wirklich entscheidend. Bleibt dran, macht guten Content und dann wird der Erfolg kommen. Und sich weiterbilden, informieren soll ja auch helfen. Ich habe da einen kleinen Tipp. Nein, es ist wirklich, da steht so ziemlich alles drin, was man wissen muss. Ich kann es nur empfehlen. Ganz klar, ich bin auch ein wenig voreingenommen, aber wirklich fragt Leute, die es vielleicht schon haben. Es ist echt ein ziemlich umfangreiches, gutes und ausführliches und nahezu komplettes Nachschlagwerk und man hat es, glaube ich, ganz flott durchgelesen. Also viel Spaß dabei und jetzt kommt die Show mit Preisen. Beantwortet mir eine Frage. Wie hat ein Video auf YouTube anzufangen? Also im besten Fall, wie ist es am Anfang strukturiert, damit die Watchtime optimal ist? Schickt eure Antworten an info@unitedcreators.net mit dem Betreff YouTube Erfolg. Falls ihr es nicht erwarten könnt, der Link zum Buch ist in der Videobeschreibung, genauso wie die Teilnahmebedingungen. Ich freue mich auf zahlreiche Mails. Wenn ihr kein Video von Klicksum verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter, dafür draufklicken. Die Zukunft des Fernsehens ist online. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.